Du hast Fedora auf deinem PC installiert und möchtest nun eventuell alte Windows-Programme und Spiele auf deinem Linux-System ausführen? Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Linux Infinite und ich führe dich durch die Installation von Wine und Winetricks auf Fedora. Kurz eine Anmerkung, und zwar geht es um den Terminal, weil ich genau weiß, dass viele jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen und innerlich platzen, wenn man sagt, wir nutzen den Terminal. Aber lasst euch darauf ein, lehnt ihn nicht von vornherein ab, denn seht den Terminal als eine Art Helfer und nicht als Feind. Denn jeden, den ich kenne, der mit Linux arbeitet, hat am Anfang eventuell auch mit Windows gearbeitet und gesagt, okay, der Terminal wird schwierig, aber am Ende will ihn keiner mehr missen, weil er einfach schneller ist im Sinne von Installationen und ein super Helfer im Sinne von Fehlerbehebung, denn der Terminal bzw. Linux sagt euch alles, was er haben will und kann euch Fehler genau beschreiben. Also, dann starten wir durch. Im Installationsvideo zu Wine für Debian habe ich gesagt, wir gehen auf WineHQ. Das machen wir bei Fedora nicht. Obwohl es auf WineHQ eine Anleitung für Fedora gibt, rate ich davon ab, denn da kommt es mit Winetricks, wenn man das später installiert, zu Fehlern. Deswegen nutzen wir das Fedora Repository, denn damit funktioniert alles einwandfrei. Wir werden auch Notepad++ wie in allen Videos installieren, damit ihr seht, dass das Ganze auch funktioniert. Okay, dann starten wir durch, clearen das Terminal und dann schreiben wir rein sudo dnf search wine, geben unser Root-Passwort ein und hier sehen wir, was es alles zu Wine gibt. Wir sehen hier Wine und alle möglichen Sachen, die mit Wine zu tun haben. So, dann clearen wir das Ganze nochmal. Sudo dnf search winetricks. Das geht nur darum, um zu sehen, ob wir alles wirklich in der Repository haben, was wir brauchen. Und das ist es. So, clear und dann sudo dnf install wine Leerstelle winetricks. Er installiert es alles, inklusive Abhängigkeiten, ohne Probleme. Beide Programme auf einen Schlag werden jetzt installiert, da wir die Programme mit einem Leerzeichen getrennt haben. Und das ist doch meiner Meinung nach relativ easy. So, das war's auch schon mit der Installation. Und jetzt überprüfen wir, ob alles auch richtig installiert ist. Und zwar schreiben wir rein wine Leerstelle --version. Damit sehen wir, okay, hier ist das Programm drauf. Wir haben die Version 10.20 Staging Branch installiert. Das ist gut. Dann, ja, jetzt schreibe ich das auch nach. Dann schreiben wir rein Winetricks --version. Und wir gehen beim Ausführen in den Ordner rein, wo es sein soll. Der Checksum ist auch da. Alles gut. Clear. Passt also. So, jetzt öffne ich mal kurz die Dateien. Gehe in unseren persönlichen Ordner, da sind wir schon. Ich hänge es mal hier an die Seite dran. Den Terminal mache ich auch hier an die Seite. Und schalte die verborgenen Dateien an. Und zwar sind das Punktdateien. Das heißt, alle Ordner oder Dateien, die einen Punkt davor haben, sind versteckte Dateien. Wenn ich jetzt hier einen neuen Ordner mache, Punkt versteckt, erstellen und jetzt schalte ich die verborgenen Dateien wieder aus, dann ist auch dieser Ordner weg. So könnt ihr eure Dateien verstecken. Hier sollte nun ein Ordner sein, und zwar .wine. Das ist ein Wine-Prefix. Zu den Wine-Prefixes kommen wir in einem anderen Video, und zwar erkläre ich da, wie man Wine-Prefixes selber erstellt, beziehungsweise mehrere erstellt und warum man dies tut und eventuell auch tun sollte. Wir arbeiten jetzt aber mit dem Standard Wine Prefix und zwar .wine. Das machen wir, indem wir hier erstmal unser Wine konfigurieren. Das machen wir mit Wine cfg. Und hier sehen wir, dass Wine jetzt einen Ordner erstellt hat, und zwar dieser .wine. Und hier haben wir die Wine-Konfiguration. Ich gehe jetzt aber erstmal kurz in den Wine-Ordner rein, um euch zu zeigen, was das ist. Hier haben wir zwei Ordner, DOS-Devices und Drive-Z und eine Timestamp-Datei. Die interessiert uns aber jetzt erstmal nicht. Wir gehen auf Drive-Z und hier sehen wir, haben wir von Windows die Programmhierarchie
beziehungsweise den Ordner für eigene Dateien und Sonstiges. Hier sieht man zum Beispiel den App-Data-Ordner, Local, Local Low und Roaming. Da verstecken sich viele Spiele beziehungsweise die Konfigurationsdateien von Spielen. So, nun aber in die Wine Configuration. Hier haben wir ein Fenster, das auch an Windows angelehnt ist. Hier sehen wir bestimmte Sachen, zum Beispiel Anwendungseinstellungen für Anwendungen unterschiedlicher Windows-Versionen. Das heißt, ihr könnt hier eine Anwendung hinzufügen, wenn ihr eine Anwendung auf Wine installiert habt. Dort könnt ihr dann, hier nehmen wir mal den Internet Explorer, da können wir zum Beispiel entweder die globalen Einstellungen verwenden oder andere Windows-Versionen nutzen. Wir entfernen das jetzt aber wieder. Wir nehmen die Standardeinstellung und da können wir uns, wie gesagt, die Windows-Version auswählen von Windows 11 bis runter auf Windows 2.0. Wir bleiben aber auf Windows 11 und gehen weiter zur Bibliothek. Das ist für uns momentan noch uninteressant. Ich zeige nachher, wie ihr in Winetricks DLL-Dateien bzw. Libraries installieren könnt und das machen wir dann nicht hierüber, sondern wie gesagt in Winetricks. Hier sind aber mehrere Wine-Einstellungen beziehungsweise DLLs drin, falls ihr welche sucht, die nachher installiert sind. Dann haben wir die Grafik. Hier kann man einen virtuellen Desktop installieren. Nicht installieren, sondern einfach emulieren. Dazu aber auch in einem anderen Video mehr. Die Bildschirmauflösung kann man einstellen in DPI. Das interessiert uns aber alles erstmal nicht. Das hier ist die Desktop-Integration. Und zwar geht es hier dann um Themes, hell, dunkel, je nachdem, was man einstellen will. Thema Light, wie auch immer. Dann die Laufwerke, das ist jetzt für uns interessant. Und wir sehen hier eine D-Festplatte. Das ist die Windows Live CD, die ich in der virtuellen Maschine eingestellt habe. Den nutzt der jetzt als Buchstaben. Den entfernen wir aber. Das brauchen wir nämlich nicht. Was wir brauchen ist, wie gesagt, hier sehen wir unser C-Drive. Und ihr könnt jetzt andere Sachen hinzufügen. Man sieht hier den Buchstaben, man kennt es von Windows, C, D, E, F, wie auch immer. Und kann hier dann weitere Buchstaben hinzufügen. Das machen wir jetzt mal. Und zwar, wir fügen unseren Download-Ordner hinzu unter Buchstabe D. Dann haben wir hier, sehen wir unten den Pfad. Dann können wir diesen Pfad durchsuchen. Und zwar gehen wir dann hier unten in unseren Home-Ordner. Fedora oder euer Benutzername steht dann hier, den ihr dann ausgewählt habt bei der Installation von Fedora. Dann gehen wir auf Downloads und wenden das Ganze an. Ihr könnt auch Dateien, die versteckt sind, anzeigen lassen in eurem Explorer, den ich euch gleich zeige. Wir machen das mal. Anwenden. So. Was mich jetzt gerade ein bisschen wundert ist... okay. Er hat's. Sehr gut. Dann gehen wir weiter auf Audio. Audio ist jetzt für uns auch nicht wirklich wichtig gerade. Wir sehen hier Wine Pulse. Das ist unser Soundtreiber für die Wine-Umgebung. Aber da machen wir jetzt erstmal nichts. Es sei denn, man hat irgendwie Probleme mit dem Sound. Staging. Man kann hier noch bestimmte Staging-Settings installieren. Das kann man in der Hauptversion nicht, weil die Hauptversion sich wirklich um Stabilität kümmert und nicht um eventuelle Testeventualitäten. So, dann gehen wir auf den Input. Der ist für uns, hier steht halt dementsprechend, welches Layout wir benutzen wollen. Autodetect, dann nimmt er einfach das Layout, das Key-Layout, also Querz oder QWERTY, nimmt er dann automatisch von der Einstellung, die wir im Linux getroffen haben. Genau, dann über Wine ist dementsprechend unsere Wine-Version, die wir installiert haben. Und das war's jetzt auch erstmal hier in dieser Wine-Konfiguration. Diese hat jetzt nur dazu genutzt, um unser Wine-Prefix zu erstellen. So, dann wenden wir das Ganze an, drücken OK. Jetzt müssen wir hier strgc drücken. Das ist manchmal ein Problem vom Terminal. Clear. Ein Problem vom Terminal, aber mit strgc kann man sowas immer abbrechen. Das geht um alles, was ihr im Prinzip öffnet. Das kann man mit strg und c abbrechen. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Explorer, den ich vorher angesprochen habe. Und zwar folgendermaßen, dazu nutzen wir jetzt Winetricks. Wir geben ein Winetricks Explorer. Und hier haben wir den Explorer, den ich vorher angesprochen habe. Der sieht ähnlich aus dem Windows Explorer und hier können wir auch alles Mögliche dann suchen. Das sehen wir hier. Z ist, wie gesagt, unser Ordner hier. Wenn wir da reingehen, Drive C ist immer das C. Ihr könntet euch auch hier sozusagen einen neuen Ordner erstellen, den Drive
D oder E oder meinetwegen Ihnen und so eure Buchstabenhierarchie hier oder eure Laufwerksbuchstabenhierarchie so einstellen. Dann müsst ihr aber dementsprechend halt immer die Dateien da rein kopieren, was ihr braucht, wenn ihr nicht wirklich einen Ordner von eurem allgemeinen Linux-System nutzen wollt. Aber da ich hier in einer virtuellen Maschine bin, ist mir das relativ egal. Deswegen machen wir das so. Wie gesagt, C ist dann halt dieser Ordner hier mit unserer Windows-Hierarchie. Da ist auch Windows-Ordner drin. Da sind auch wirklich Windows-Systemdateien drin, die gebraucht werden. So, dann gehen wir auf D. Der müsste jetzt hier unser Download-Ordner sein. Wenn ich jetzt hier auf persönlichen Ordner gehe, auf Downloads, sehen wir hier NPP, also Notepad++ 8.8.9 Installer Exe. Da das eine Exe-Datei ist das für Linux nicht interessant, aber für unser Wine schon. Dann nehmen wir das und drücken hier mal auf Notepad++ mit einem Doppelklick. So, und schon startet sich der Installer. Hier können wir weitergehen. Weiter ist klar, annehmen. Das können wir so installieren. Und wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, damit ihr das auch in Action seht, Drive C, wohin will das installieren? Program Files. Hier müsste jetzt gleich ein Ordner entstehen mit Notepad++. Weiter. Jawohl. Weiter. Weiter. Und wir sehen, hier hat sich jetzt der Notepad++ Ordner eingenistet. So, dann wollen wir das Ganze auch ausführen. Fertigstellen und wir sehen, Notepad++ funktioniert auf Linux mit einer Windows-Installation. Einfach, einfach, einfach. So, und wenn ich jetzt das Programm schließe und wir haben was gesehen, das zeige ich gleich nochmal. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf die Home-Taste drücken, beziehungsweise auf die Windows-Taste oder auf die Super-Taste, wie es in Linux heißt, dann können wir hier unten bei GNOME zumindest, können wir hier unsere Anwendungen anzeigen lassen und dann können wir hier nach hinten scrollen und wir haben unser Notepad++ auch als Icon. So, jetzt kann ich das nochmal starten. So sieht das normalerweise in Windows nicht aus. Das ist eine Schriftart aus Linux. Jetzt werden wir aber Windows-Schriftarten hinzufügen. Und zwar, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und zwar in zwei Möglichkeiten. So, wir schließen nochmal das Notepad++ und schließen auch hier den Explorer. Drücken wir hier nochmal strgc zum Abbrechen. Clear. Und jetzt geben wir ein Winetricks. Jetzt öffne ich hier das Winetricks Configuration Tool. Dort wählen wir das, was wir hier ausgewählt haben, beziehungsweise wo wir eingegeben haben als Standard Wine Prefix. Das ist unser Punkt Wine. Nein, möchte ich nicht. Jo. Und dann können wir hier zum Beispiel DLLs installieren. Wir können Schriftarten installieren, Wine-Einstellungen ändern, Wine-CFG starten, den Regedit starten, Task Manager starten oder den Explorer starten. So, wir werden jetzt aber auf Schriftarten gehen, weil das momentan das Wichtigste für uns ist. Drücken auf OK. Dann können wir hier so die groben, wir sehen hier Webdings, können wir die groben Fonts installieren. Noch nicht alle, weil es da auch Lizenzgeschichten gibt, ist klar. Aber die wichtigsten beziehungsweise die Core-Fonts, wie sie hier genannt werden, sind dabei. Und wenn man noch bestimmte Windows-Schriftarten braucht, muss man sich die halt dementsprechend irgendwie besorgen. Selber mit einer Windows-ISO vielleicht installieren auf der virtuellen Maschine, die Fonts kopieren und dann auf sein Linux-System ziehen. So, wir werden jetzt aber einfach mal nur als Test hier drin die Calibri-Font installieren. Drücken auf OK und schon installiert die Calibri-Font. Diese Fehler kommen immer, lasst euch davon nicht abschrecken. Einfach weiterklicken, weiterklicken. Die sind uninteressant, die kommen immer, bei jedem. Außer man forciert und als stummer Command, was ich euch nachher auch zeigen werde, ausgeführt wird. So, nun sind wir zurück im Winetricks Tool. Wir sehen hier sehen wir unseren Home Fedora.wine. Das ist unser aktueller Wine Prefix. So, nun brechen wir das Ganze weiter ab, zurück, bis ans Ende, bis wir wieder hier im Terminal was machen können. Clear. So, und jetzt installieren wir mal per Terminal-Befehl eine Schriftart. Und zwar schreiben wir rein Winetricks, Leerstelle und dann den Namen der Font-Datei, die wir brauchen. Das kommt alles mit der Zeit. Ihr müsst das jetzt nicht auswendig wissen. Ihr werdet es auch nicht später auswendig kennen müssen. Google ist dein Freund. Du fragst, was kann man bei Winetricks für Fonts installieren und dann kriegt man da immer eine Liste von allen möglichen Befehlen. Wir geben jetzt ein Tahoma, das ist die Schriftart Tahoma,
Nur damit ihr seht, wie man etwas auf Winetricks installiert. So, es kommt jetzt, sollte jetzt eigentlich auch keine Fehlermeldung kommen und wenn, auch wieder wegklicken. So, das war schon. Clear. Wir werden jetzt aber die Core Fonts installieren. Das sind die wichtigsten Windows Fonts, die benötigt werden für die meisten Programme. Manchmal braucht man auch andere, aber wie gesagt, die sind nicht drin wegen Lizenzgeschichten und Vivo Pipopa. So, das war's schon. Und hier sehen wir im Terminal, klar, für euch wird es jetzt, oh mein Gott, was ist das alles sein? Aber hier ist zum Beispiel der Fehler, den wir vorher haben wegklicken müssen. Also der kommt auch da, keine Sorge. Aber hier sehen wir, was genau gemacht wird. Und zwar hier zum Beispiel wird runtergeladen von GitHub die Webdings 32 oder hier dementsprechend Verdana wird hier runtergeladen. Ihr seht also im Terminal alles, was passiert. Es ist jetzt nicht so, dass ihr dann das nicht nachverfolgen könnt, was hier passiert. Und wenn man das einfach so macht, mit dem, was ich hier vorher gezeigt habe, ich gehe hier nochmal auf Winetricks. Gut, hier habe ich im Hintergrund ein Terminal offen. Das ist jetzt natürlich wieder eine blöde Aussage von mir gewesen, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Abbrechen, das können wir ganz kurz simulieren. Wenn ich hier Winetricks starte, kriegen wir jetzt die Fehlermeldungen, bla bla bla, und kriegen das. Aber wir haben jetzt im Hintergrund nichts, was uns eventuell einen Fehler anzeigen lässt. Deswegen sage ich immer wieder, der Terminal ist nicht euer Feind, er ist euer Freund. Und jetzt können wir nochmal den Notepad++ starten. Ja. So, und hier sehen wir jetzt, so wird es in Windows, glaube ich, auch angezeigt mit der richtigen Schriftart. Und hier könnt ihr dann in den Einstellungen, denke ich, ach nee, das war, muss ich jetzt nochmal kurz abbrechen, Notepad. Einstellung Deconfiguration. Genau, hier könnt ihr dann dementsprechend eure Fonts dann auswählen, was ihr haben wollt. Und wir haben hier oben, haben wir Arial, ich weiß schon gar nicht mehr, was zu Windows gehört, Calibri, Cantel, Courier. Ja, ihr versteht den Drill. Dann würde ich sagen, war es das für das Video. Ihr habt jetzt Wine auf eurem System. Und wie gesagt, in anderen Videos werde ich die Wine-Prefixes noch erklären. Aber wir haben hier schon mal den Standard gesetzt, wie man das Ganze installiert. Dann würde ich sagen, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr Kritik oder Fragen habt. Immer sehr gerne dann in die Kommentarspalte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.